Heute machen wir einen Talk über den Novonaut, aber nicht nur über den Novonaut, sondern über den Flo. Und Flo ist ein ganz guter Kumpel und der ist bei uns normalerweise immer hinter der Kamera, ist aber das perfekte Gesicht für den Novonaut, weil er genau das alles verkörpert. Und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt in dem Talk. Flo, du bist quasi heute für uns zumindest das erste Mal vor der Kamera. Und ich finde es mega geil, dass du das mit uns machst und dass du dich bereit erklärt hast, auch so das in die Kamera zu machen. Und ich glaube, die Leute wird es einfach mal interessieren, wer du bist, was du machst. Es ehrt mich natürlich auch, dass ich das machen darf. Das war für mich auch ein gewisser Schatten, den ich überspringen musste, um dazu zu sagen. Und ich dachte mir, ja, für die neue Erfahrung ist es sicher interessant, mal die andere Seite zu sehen. Ja, ich bin normalerweise immer dabei, oder meistens dabei, als Teil der WTF-Crew am Set bei den ganzen lustigen Produktionen, die ihr mit der Fortis so macht. Ja, und kümmere mich so rund um die Technik hinter der Kamera, am Licht, am Ton und was so anfällt. Wir drehen recht viel, das seht ihr ja, wie viele Sachen wir auf dem Kanal tatsächlich haben. Und ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen bei Fondue bei uns im Estrich, im Dachstuhl quasi. Und das ist auch schon 5, 6 Jahre her. Und muss sagen, auf den Flo ist immer Verlass. Sag den Leuten mal, warum dieses ganze Kamera so eigentlich der geilste Job der Welt ist. Warum ist das der geilste Job? Ich glaube, du kriegst in kaum einem anderen Job so viel Einblick ins Leben und andere Schaffensbereiche. Also es gibt ja auch diesen Spruch, dass Filme machen eine Möglichkeit ist, irgendwie viele Leben zu leben, weil du einfach so viel sehen kannst. Natürlich bist du da auch viel unterwegs und musst flexibel sein, das ist das Besondere, aber auch das Herausfordernde teilweise, würde ich sagen. Wenn man Technik mag und Details, Kameras und diese ganzen Dinge, dann ist das einfach eine gute Sache. Aber man muss schon auch ein bisschen Nerd sein dafür, für das Ganze. Ich bin ja nur so halb Nerd, was das Thema angeht. Aber ich finde das immer ganz witzig, wenn ihr so miteinander und ja, mach mal hier, blende dies und hast du die neue Linse und das gesehen und so weiter. Also so wie wir Uhren, so machen die das mit den Kameras und das ist schon immer spannend, auch zuzuhören und kleinste Veränderungen einfach auch das Bild ändern tatsächlich. Was war deine beste Erfahrung so bisher, kameraseitig? Meine beste. Kann ich, glaube ich, so gar nicht sagen, weil es waren ganz viele sehr außergewöhnliche Sachen dabei. Aber ein Highlight war natürlich Israel mit euch in diesem gigantischen Krater in der Negev-Wüste. Also das war eine Ja, das war geil. sehr besondere Location und Umgebung einfach. Das würde ich ganz oben ansiedeln an den Top-Erfahrungen, ja. Also, wenn ihr die Mars-Doku, die wir gemacht haben zu Amadee 20 noch nicht gesehen habt, dann kann ich die wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch auf dem YouTube-Kanal an. Super cool gemacht. Da waren wir 10 Tage in Israel in der Wüste und der Flo, ihr auch. Habt einen geilen Job gemacht und wirklich eine tolle Doku hingestellt. Ich finde, das macht uns auch so ein bisschen aus, dass wir nicht nur so Packshot hier, da, sondern wirklich auch Geschichten erzählen wollen. Und dafür braucht man eine echt gute Crew, auf die man sich verlassen kann. Ich finde auch so dieses, dass es nicht alle 2 Wochen jemand anders ist, geil. So, du weißt halt ganz genau, wie man funktioniert. Das finde ich spannend. Aber was mich immer beeindruckt hat, war quasi diese auch vor Fortes Zeit quasi, was du gezeigt hast, so mit den, du hast ganz viel Dokumentation auch gemacht, wo war's, Gabun oder wo? Gabun, ja. Also beeindruckende Sachen, wo ich sage, krass. Der Flo ist einfach einer, den kannst du 4 Wochen in die Wüste stecken oder in den Dschungel und der macht's einfach. So, das würde ich eigentlich sagen. Ne? So. Wie war Gabun für dich dann? Also das war absolutes Highlight-Projekt. Hatte ich sehr viel Glück, dass ich an diesen Job herangekommen bin, über eine Wiener Produktionsfirma, die wiederum für BBC und National Geographic produziert hat. Und da ging es um Tiefland-Gorillas in Gabun, in den Sümpfen von Gabun. Und das war also absolutes Traumprojekt. Also auch ganz oben angesiedelt an meinen Top-Drehorten, weil ich da auch, glaube ich, eine ziemlich große Leidenschaft dafür habe, für Natur und das Urige und gerne draußen bin. Bisschen wild. Gerne auch ganz basic, also ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Das war eine super Zeit und mega beeindruckend, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen und weil sie uns eben auch so ähnlich sind. Ja. Das ist schon, also ich fand die Bilder beeindruckend, gerade auch von diesem Neugeborenen. Wo ich gedacht habe, krass, wie ähnlich die uns sind. Und das kriegst du halt nur, wenn man irgendwie wirklich Leute hat, die an diese Orte gehen und das dokumentieren. Das finde ich schon krass. Wie lange wart ihr da unten? Knapp über einen Monat. Krass. Ja. Krass. Und dann so Bushcamp und. Ja, genau. Also wirklich im Urwald in Zelthütten. Das war so eine Mischung aus einfachen Zelten mit rudimentärem Dach drüber Okay. und
trinkst halt gefiltertes Regenwasser, ist dein Trinkwasser. Krass. Hast keinen Kühlschrank, musst nachts aufpassen, wenn du aufs Klo gehst, dass nicht irgendwo der Elefant rumsteht und gerade irgendeinen Baum verputzt. Krass, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich so 6 Liter Antibrum verbraucht Ja, wahrscheinlich. ja, das kommt hin. Ja, sehr gut. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Ähm, Du fliegst erstmal nach Libreville, die Hauptstadt, und dann fährst du einen Tag mit dem Auto über Schotterpisten, dann nochmal einen halben Tag weiter, tiefer in den Dschungel, an eine Lagune. Da geht es dann auf ein kleines Boot. Das ist halt so ein 6-Mann-Fischerboot mit Außenborder. Und dann fährst du nochmal so 6, 7 Stunden durch diese Lagune, bis man quasi an diesem Camp angekommen ist. Ja, und dann bist du mittendrin. Und also du kommst da auch nicht schnell weg, wenn was ist. Ja, und da sind wir dann eigentlich jeden Tag mit Technik, mit Ausrüstung in den Urwald ausgerückt. Das Interessante ist da, dass sich da wie Pfade befinden im Urwald, die aber eigentlich von den Waldelefanten angelegt sind, weil die über Generationen immer die gleichen Wege nutzen, und dadurch hast du quasi so ein Labyrinth aus Trampelpfaden durch den Dschungel, wo du sonst gar nicht durchkommen würdest, weil diese Mangrovenwälder und Dickichte so eng sind, da kommst du nicht durch. Ja, und dann läufst du da eben teilweise durch den Sumpf auch mit der Kamera. Das sind ja teilweise schon größere Geräte auch, weil du diese enormen Zoomlinsen Ja. drauf hast. Also das, was wir hatten, war so ein Setup 15, 16 Kilo. Ja, und bist da eigentlich durch den Sumpf unterwegs. Das beste Schuhwerk als Beispiel für diese Umgebung waren tatsächlich Crocs, weil alles andere einfach nach 2 Wochen zum Schimmeln anfällt und die Kleber sich auflösen, weil du hast eine Luftfeuchtigkeit von 98%. Das sind Crocs durch den Dschungel. Ja, ja, das machen da alle so. Das ist auch, wenn du dann mal im Schlamm stecken bleibst, dann ziehst du ihn halt wieder raus. Ja, das ist tatsächlich das bequemste und beste Fortbewegungsmittel dort. Grauenvoll. Ja, Keine Angst vor Schlangen und so ein Zeug? nee, die haben ja viel mehr Angst vor dir. Also, Okay. das sind eher so Sachen wie Blutegel und sowas, die halt, das gibt's natürlich. Krass, ja. Aber der tust sie halt weg. Der hat auch noch Hunger. Der hat auch noch Hunger, Ja. stimmt, ja. Ja, krass, ey. Also das finde ich schon beeindruckend. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch quasi barfuß durch den Dschungel rennen wolltet, aber ja, beeindruckend. Und Kathmandu, da ist man so, Pakistan. ja, Entschuldigung, wieso komme ich immer auf Kathmandu? Weiß Weiß ich nicht. nicht, ja? Steht aber noch Anyway. auf der Liste. Steht auf der Liste. Ja, ja, Dann war das definitiv. vielleicht, wo wir Ja. mal drüber geredet haben. Okay, Pakistan. Wie hoch bist du da unterwegs gewesen? Da waren wir, es war über 5. Über 5? Ja. Also ist die Luft aber schon dünn, ne? Ja, das merkst du. Also ab 2,5 merkst du es, und da fühlen sich dann 500 Höhenmeter an, so ja, wie 1000 bis 1500. Okay. Das merkst du definitiv. Und vor allem, weil es dort keine Pfade gibt. Also es gibt keine Wege wie bei uns oder in europäischen Alpen oder generell, Ja. dass es da Routen gibt, wo Pfade sind oder Wege sind. Das ist teilweise, gehst du halt über Gletschermoränen, Blockgelände, was dann so zimmergroße Felsen sind, wo du dich irgendwie durchschlängeln musst. Natürlich auch aufpassen musst, dass das nicht wackelt oder instabil ist. Ja, und wir hatten da auch täglich quasi mit GPS mitgetrackt und unsere Routen markiert, um das später auch abliefern zu können und nochmal zu revidieren können, wo waren wir jetzt, wie sind wir überhaupt gegangen, und teilweise gab es halt Gletscher zum Überschreiten. Also wir haben uns dann auch verlaufen einmal, haben unsere Porter nicht mehr gefunden, wollten eigentlich eine Erstbegehung machen von einem Gipfel dort, der aufgrund dessen, dass wir unsere Porter nicht mehr gefunden haben, also die sind einfach ins falsche Tal reingegangen, und die hatten unsere Ausrüstung, unsere Hochtourenausrüstung mit den ganzen... Porter sind sowas wie Sherpa oder so. Genau, das sind dort die Träger. Okay. Und daher ist es dieses Mal, sage ich, mit diesem Gipfel nichts geworden. Der steht aber definitiv auf der Liste. Wir hatten das eigentlich erst gedacht, vielleicht 2025 im Herbst nochmal anzugehen. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts, aber da werden wir nochmal hinfahren. Sehr gut. Was ging dir durch den Kopf, als ich gesagt habe, du Flo, hättest du Bock für den Novonaut Gesicht zu stehen, den Mann zu stehen sozusagen, oder den, wie nennt man das Testimonial zu sein? Es ging mir da durch den Kopf, ja, erstmal so, okay, warum? Weißt du warum? Sag's mir.
Ich soll es dir sagen. Ja. Also es geht im Endeffekt ja darum, beim Novonaut, eigentlich ist es ja die Uhr für den Astronauten. So ist sie gebaut, produziert, in der Qualität, in der Robustheit etc. Aber es ist eigentlich so eine Uhr für Machertypen. Ja? Also Leute, die auch sagen, es muss jetzt nicht XYZ als Label draufstehen, sondern es ist robust, es soll mich im Alltag begleiten, ich will sie immer bei mir haben, es ist wie gutes Equipment, ne? Das muss funktionieren, ne? Und mich begleiten und darf auch Kratzer kriegen und äh, durch das, dass wir jetzt ja schon sehr lange da dabei sind, habe ich mich mit dem Jupp damals unterhalten und sag so, eigentlich so, der Flo ist eigentlich genau der Richtige. Der hat das richtige Handgelenk dafür, der hat die richtige Statur, der kriegt diese Macherformat, hat er und man sieht auch, dass er wirklich, also aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, kann dich so beobachten und man muss nichts sagen, es wird immer gemacht. Also das funktioniert so automatisch. Ja. Also auch Set einrichten oder sonst irgendwas, so ganz viel, ohne dass jemand was sagen muss, könntest du das oder sollen wir mal das oder so, sondern es wird einfach gemacht. Und das finde ich wirklich cool und ich glaube, da passt es halt einfach sehr gut, um mal diesen Astronauten ins echte Leben zu übertragen, zu sagen, das ist meine Uhr, die mich begleitet mein Leben lang. So, das war die Idee. Und deswegen habe ich gedacht, ja, der Flo, auf den ist Verlass, der macht das. Ja, es hat mich natürlich schon auch ein bisschen geehrt, eure Anfrage, weil ich die Uhr auch gut finde. Ist auch so ein Thema, dass ich ja, wie du weißt, anfänglich gar nicht so uhrenaffin war. Ja, gar nicht, gell? Nee, Eigentlich. und dann habe ich das aber gesehen, was ihr da macht und irgendwie hat es mich dann doch in den Bann gezogen und hat mich so begeistert und das ist ja auch dieses Ding, diese handwerkliche Technik, Mhm. detailgetreues Arbeiten, Mhm. Liebe zum Detail und diese filigrane Perfektion, das ist Ja. einfach schön. Ich finde einfach auch, dass wir per se nicht nur personenseitig, sondern auch Marke und Markenbotschafter, wenn du so willst, viele Werte teilen. Also Thema Präzision. Ich weiß, dass ihr beim Arbeiten allesamt da sehr viel Wert drauf legt, dass es präzise ist, sauber ist, dass die Dinge funktionieren. Und was bedeutet Präzision für dich in deinem Beruf, deinem Leben? Ja, letztlich, es muss halt laufen. Egal, was außenrum passiert, wie viel Chaos da ist. Gerade jetzt am Set ist es ja oft so, du hast Zeitdruck, du hast Mhm. irgendwelche Umstände, die jetzt nicht ideal sind für das, was du gerade drehen willst. Und dann, ja, musst du halt irgendwie ruhig bleiben, Ja. schauen, was willst du und dann letztlich präzise darauf hinarbeiten und dann läuft es auch. Ja. Ja, also auch da kann ich immer nur sagen, beeindruckend, wie jemand sich so Zeit nehmen kann. Wir haben es jetzt auch wieder gesehen bei dem Setbau für den neuen Novonaut Titanium Legacy. Da ist einfach sehr viel so Millimeterarbeit tatsächlich und sehr viel Auge, nochmal schauen, nochmal Licht, nochmal dies, nochmal das. Und ich sage, da bin ich sehr dankbar, dass du da selber auch ein Auge so hast für dieses Präzisionsthema. Das mit diesen Produktfilmen ist ja immer so eine Sache. Man sieht am Ende, ihr seht am Ende 15 Sekunden, 30 Sekunden oder Mhm. so. Und dass da aber 2 Tage Arbeit drin stecken, um genau das Ergebnis zu erzielen, wissen die meisten ja nicht. Ne? Und was halt krass ist, zum Beispiel bei den Uhren, ich glaube, das ist das Mühsamste. Es gibt ja dieses berühmte Fotogesicht Mhm. und die Zeit läuft halt weiter. Das heißt, jetzt hast du alles eingerichtet, da kommt ganz viel dazu, kannst vielleicht gleich noch was dazu sagen. Und dann stimmt die Uhrzeit wieder nicht. Das heißt, du musst wieder von vorne anfangen. Und das alles auf den Punkt zu bringen und so einzurichten, das Licht etc. stimmt. Ja, das sind diese ganzen Details, die man letztlich am Clip nicht sieht. Und ich finde selber, dass, auch wenn ich dann dabei war und sehe das hinterher, vergisst man das schnell wieder. Aber wenn man dran denkt, was für ein Aufwand das war, ist es immer wieder faszinierend. Du hast halt so viele kleine Details, die schief gehen können. Und wenn es nur der Rauch ist, der einfach nicht perfekt durchs Bild läuft und musst es neu einstellen. Du brauchst viele Augen, die auf die ganzen Details achten. Das Auch, sind gestern waren wir insgesamt 8 Augen, 10 Augen sogar. ja, so, ja. 10 Ja, Augen, ja. Und jeder hat auch irgendwas zu tun. Ja? Also einer muss dann noch mit der Lumilampe arbeiten, der nächste ja, muss den Rauch bringen, der andere fährt die Kamera rein und raus. Dann musst du wieder das Ding aufstellen, dann musst du wieder Zeit zurückdrehen, dann verschiebst du das genau. Datum. Also es ist wirklich ein geisteskranker Aufwand. Alles nur für euch. Und du Ähm, machst halt Take nach Take und ja. wirst es perfektionieren. Und dann hast du den perfekten Take, Dann guckst du auf den Bildschirm und es ist ein Staub drauf. ja, oder die
du hast vergessen, die Uhr zurückzustellen. Ja. Oder das war der falsche Tag. Und Nette dann sagst du Fabrik. nochmal. Fies, ja. Aber meistens wird's dann der Ja, perfekte Schuh. absolut. Ja. Das haben wir auch gestern gesehen. So. Es hatte dann auch einen Das Grund, hatte da dann war so dann dieses irgendwie ein Grund da, das wollte das Universum dann so und dann wurde es der. Genau, ja. Ich weiß noch, es war sehr stressig, als wir in Kiruna der Raketenstart war. Für alle, die das nicht gesehen haben, auf die Strafbank, Fortis Essentials gucken. Da ist die ganze Dokumentation oder auf Amazon Prime, wirklich geil. Aber ich weiß, diese Raketenstart war unglaublich stressig, weil die Nacht davor, da wurde angesagt, ja, das passiert dann um die und die Uhrzeit. Ich bin dann so gegen 8 zum Raketenstart geschlendert und ihr wart schon ewigst unterwegs. Und ich weiß, dass dann irgendwie das Problem war, dass die Helis ja los mussten. Die eine Kamera war aber so da drüben, der andere da und das lief alles irgendwie parallel. Das war ja dann schon eine Situation, wo du sagst, oh oh, jetzt aber... Ja, ich glaube, da schaltest du irgendwie ab und funktionierst einfach. Und hat man irgendwie doch in der Situation trotz dem ganzen Chaos auch wieder das Bestmögliche gemacht, glaube ich. Weil die anderen Jungs waren ja im Heli irgendwo an dem Ort, wo diese Payload wieder zur Erde zurückgekommen ist. Und das hieß dann, ja, es wird so und so passieren und dann kommen die. Und dann war es aber komplett anders. Und dann war es so, okay, wir haben jetzt eine Kamera da. Jetzt musst du da irgendwie schnell hinfetzen und schauen, irgendwas einzufangen. Ja, ja. Weil danach ist halt vorbei. Da gibt es nur einmal. Kannst du nicht wiederholen. Die Nummer gibt es nur Ja. einmal, weil die ist zu teuer. Wir sind nochmal kurz Ja. Cut, nochmal. Das war auch für mich zum Beispiel, war das einer dieser, also mit Israel sicher einer der geilsten Drehs, weil, wie lange waren wir da? 4 Wochen? 4 Wochen bei minus 25, 30 Grad. Du machst so 3,5 Wochen oder irgendwie präparierst du irgendwie dieses Uhrwerk, ja, um es Weltraum zu prüfen. Und dann sagt einer auf einmal 10, 9, 8 und du stehst da und denkst so, fuck, Alter, das ballern wir jetzt wirklich in den Weltraum? So? Und das war schon, also ich meine, das kann ja auch nicht jeder sagen, dass man beim Raketenstart dabei war. Ja. Ne? So, das ist halt schon auch eine gigantische Erfahrung, finde ich. Und dann, als das wieder runterkam, auch dann wieder die Emotionen einzufangen von allen möglichen Leuten. Ich meine, ich kann es ja dann in dem Moment recht genießen, ja? So, und kann so Release. Ihr müsst ja dann jetzt erst richtig Gas geben. Ne? So, wie war das? Das ist auch... Ja, super spannend. Aber weiß nicht, der Release, wann kam der bei uns? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Müsste ich nochmal so. Abends wahrscheinlich erst, Ja, oder? abends dann definitiv. Meistens läuft es dann alles nochmal so als Film ab, so wie der Tag überhaupt war und was ist da passiert. Und so verrückt auch teilweise, wenn man realisiert, okay, das ist jetzt irgendwie aus dem Affekt raus, hat das alles doch irgendwie geklappt, trotz der Hektik, trotz irgendwelchen Dingen, die komplett anders liefen, als es eigentlich geplant war. Und es war Wochen davor so abgesprochen und man hat gesagt, das wird genau so sein. Und es war aber dann nicht so. Habe ich jetzt gelernt, Weltraum. Wird nie, wie es abgesprochen ist, und ist immer es teurer. ist halt anders da oben. Ja. Hast du ein so ein eingebranntes Erlebnis, wo du sagst, das war richtig geil? Eingebrannt ist. Es waren viele Sachen. Ich meine, schau Kiruna an, was da alles passiert ist. Allein die Location, diese Raketenbasis, 1 Stunde nördlich von Kiruna im absoluten Outback, wo ringsherum nichts ist. Nichts. Wie wir da nachts raus sind bei teilweise, ich glaube, minus 27, minus 28 Grad in der Kälte, um Polarlicht-Timelapses aufzunehmen. Und dann stehst du da in dieser Natur und absolute Stille, wobei still ist es nie, da ist immer irgendwas. Muss so ein Krisseln. Es ist immer irgendwas, was Schönes einfach in der Luft. Und dann diese Polarlichter. Absolutes Highlight, super faszinierend. Dann Kleinigkeiten, die einfach so in Erinnerung bleiben, wie abends mit der ganzen Crew, mit dem ganzen Team, mit euch von der Fortis da an diesem schönen warmen Lagerfeuer, an dem Kaminofen zu sitzen, beim Feierabendbier und irgendwie die Tage nochmal so Revue passieren zu lassen. Dann hatten wir noch diese Begegnung mit dem Fuchs, der uns besucht hat jeden Abend. Das war ein Schmarotzerfuchs. Ja, der wusste halt, da gibt es was Feines zum Essen und kam halt da jeden Abend. Auch faszinierend, diese Tiere da in dieser Umgebung. Ich meine, wie lange würdest du da als Mensch draußen überleben? Das ist halt sein natürliches Habitat. Das ist faszinierend. Deine Uhr, wie setzt du die im alltäglichen Leben für dich ein? Ja, das Schöne zum einen, also
Herausragendste daran finde ich ja, dass es Automatikuhren sind. Also da ist kein USB-Kabel, kein nichts, da geht kein Akku leer. Das Ding läuft einfach, ist pure, robuste Mechanik. Mhm. Und das läuft. Ja, ist schon faszinierend. Einfach Ja, auch, solange ne? das Ding in Bewegung ist, Ja. läuft's. Ja. Stoppst du Zeiten mit dem Chrono? Ja, kannst du hin und wieder machen. Nutze ich auch manchmal so, keine Ahnung, für Workouts oder sowas, wenn du irgendwelche Timings brauchst oder am Set oder however. Du hast halt Also- immer einen zuverlässigen Zeitmesser dabei. Ja. Ich nutze es nur zum Eierkochen, wenn überhaupt, ehrlich gesagt. Anyway, was fasziniert dich? Also wir machen ja nicht nur Novonaut, aber was ist am Novonaut so auch, sag ich mal, die Faszination am Novonaut? Für mich sind es die Details. Einfach, weil es ein Chrono ist. Ein Chronograph hatte ich davor noch nie. Ich war erst so ein bisschen, okay, ist mir das vielleicht zu viel, sind zu viele Details dran, aber dann habe ich es mir genauer angeschaut und es ist schön. Das Und ist was auch Technisches, ne? den Titan-Novonauten, der ist halt besonders schick in meinen Augen, weil ich dieses Monochrome mag. Ne, du hast schon angesprochen, der Titan Legacy. Ich gebe den dir mal in die Hand. Du hast ja den Stahl Legacy. Das kannst du mal vom Gewicht her anschauen. Ja, das merkst du sofort. Das ist beeindruckend, Das ist beeindruckend, Ja. ne? weil es halt nichts wiegt. Also, ich glaube, also es sind circa 40% weniger als der Stahl. Ja, Fast das die ist Hälfte, natürlich. ja, das merkst du. Das ist krass. Und das Titan an sich, diese Wärme, du fasst es an und es ist Ist sofort warm. angenehm warm, Ist gleich angenehme Hauttemperatur Haptik. Ja. tatsächlich. Und das Coole am Titan ist ja auch, du hast keine Nickelbelastung drin. Ne? Also das ist auch für Allergiker ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du irgendwas in der Richtung hast. Wahrscheinlich Nee, nicht. zum Glück nicht. Ja, es ist halt so, da scheiden sich ja die Geister. Ne? Manche sagen ja, Stahl, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann möchte ich auch, dass das wiegt. Ne? Wir nennen ihn ja auch, den Original nennen wir ja auch liebevoll The Quarter Pounder. Aber wenn man so ein bisschen sich mit Uhren in das Thema reinarbeitet, dann wird Titan immer interessanter, Ja. ja? Weil es halt einfach mal ein cooles Material auch noch ist. Es kommt auch es kommt matter daher, ein bisschen sportlicher vielleicht noch. Ne? Und ja, auch gerade zum Sport oder zum Wandern ist es halt auch noch mal cool, weil es halt viel leichter ist auch. Ne? Ja, also die, glaube ich, die vergisst du sofort am Handgelenk. Wiegt nichts. Ja, im Vergleich zum anderen. Ja, ja. Das ist ja ganz witzig, dass diese Uhr für den Weltraum gebaut wurde. Ja. Das ist die einzige Uhr auf dem Planeten, die explizit für Astronauten gebaut wurde. Mit einem weltraumgeprüften Uhrwerk. Das gibt es sonst nirgendwo anders. Aber wir machen das, damit eben ihr Kinder auch das in eurem Alltag gut tragen könnt. Sei es beim Fahrradfahren oder Laufen oder Sport etc. Damit könnt ihr einfach wirklich alles machen. Und wenn es weltraumgeprüft ist, ist das easy. Vielleicht kannst du mal so einen Vergleich ziehen, was Kameraequipment und Uhr, warum das Gemeinsamkeiten hat und warum das Hand in Hand geht. Da kommen wir wieder zurück auf die Geschichte mit der Präzision. Es muss halt einfach 100% zuverlässig laufen. Da darf es keine Probleme geben, weil es mal zu kalt ist oder zu shaky oder Ja. weil einfach generell die Umstände zu widrig sind. Das Zeug muss laufen. Und das Gleiche ist bei den Uhren und da mache ich mir auch bei denen überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas ist, egal wo du unterwegs bist. Also du musst nicht aufpassen, ob ich jetzt irgendwo aneck oder irgendwas, sondern die funktioniert. Und auch zum Thema Kratzer, wenn ein Kratzer reinkommt, was nicht einfach ist, dann ist es eine schöne Erinnerung Das an ist eine einen schöne Moment. Seite, ja. Ja. Ich proklamiere ja schon lange, dass wir in Zukunft Werbung machen mit zerkratzten Uhren. So. Dann beschreiben. Das sind deine Erinnerungen, musst du selber machen. Ne? So. Ja, es gehört dazu Gehört zum Leben. Es ist ja dazu. wie Falten sind Ja, auch was oder Schönes. Falten, Narben, Ja. alles, gehört halt alles dazu. Ja, ja cool. Der Flo berät mich auch ab und zu, wenn ich privater Natur Kamerasachen brauche. Von daher, der hat da wirklich Ahnung. Also falls ihr Fragen zur Kamera oder sonst irgendwas habt, könnt ihr das gerne hier unten stellen. Wir haben so viel gemacht. Die Uhr war immer dabei. Das ist schon krass, oder? Eigentlich ist es so eine Ja, stimmt. Konstante, oder? Ja, stimmt. Bei all den unterschiedlichen Dingen war sie dabei, ob in der Wüste, ob in Kiruna, mit dem Romano, in London. London mit war gut. Benny. London war Ja, gut, stimmt. Kinder. Ja. Alles unterschiedliche Leben und Impressionen. Die Ja. Uhr war immer gleich, war immer dabei. Ja, das ist schon geil. Also Konstanz. Das ist ja auch immer das, ne? So dieses,
Ich habe früher, für alle, die es nicht wissen, mal bei GameStop gearbeitet. Das ist so ein Videospielverkäufer, stationärer Handel gewesen früher. Die meisten kennen ihn jetzt von irgendwelchen Aktiensachen, ja, so ein bisschen spooky alles. Anyway, da habe ich früher mal im Marketing gearbeitet. Und da habe ich gestern einen Post auf LinkedIn gesehen, dass die letzte Filiale in Deutschland geschlossen wurde. Ne? Und daran sieht man immer, finde ich, wie die Welt sich so weiterdreht, was wir alles schon erlebt haben. Ja? Du hast von Kassettendeck über CD, über MP3, über Minidisc, über illegales Downloaden, über Spotify und so weiter. Da gibt es ganz viele so technische Sachen, die immer weitergehen. Aber die mechanische Uhr gibt es seit über 300 Jahren. Also weißt Ja. du, und ist immer konstant. Ja, und funktioniert, lässt sich reparieren etc. Und das finde ich massiv faszinierend. Und man sieht das bei uns an den Projekten ja auch. Wir machen, ob das Bobfahren ist, ob das Schwimmen ist, ob das in den Weltraum schießen ist, irgendwas. Aber die Uhr bleibt immer da und lässt sich immer reparieren. Das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Also das ist, glaube ich, eine dieser letzten Branchen, die gefühlt alles überdauern kann. So, ich glaube, ihr wisst jetzt ganz genau, für wen der Novonaut gebaut ist, für wen wir das machen. Du musst kein Astronaut sein. Aber was du sein musst, ist ein Machertyp. Einfach jemand, der neugierig ist. Und wenn dir das jetzt hier getaugt hat, dann lass ein Like da, erzähl deinen Freunden von uns. Wir brauchen euch alle und wir sehen uns beim nächsten Talk. Danke dir, Flo. Mega guter Talk. Danke dir. Danke für das Freundsein und das Gesicht stehen sozusagen. Finde ich richtig gut. Super. Danke dir. Danke.